Wie schön ist das denn? Dumm, 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 sau dumm. Hallo, Dr. Traktor on the road. Das heißt jetzt gerade immer noch im Hotel San Giovanni. Irgendwie bin ich nicht so in die Gänge gekommen. Das soll jetzt ein bisschen anders werden die nächsten Tage. Der Plan ist da noch ein bisschen TT zu fahren, den TED Richtung Süden und dann rüber nach Frankreich und dort nochmal vielleicht den TED Frankreich wäre die Idee, Richtung Norden dann. Der große erste Teil nach Bardonecchia wieder. Ja, mal schauen, was kommt. Ich lasse mich überraschen, vor allem vom Wetter. Ich habe das bezaubernde Soluzzo verlassen. Ja, war echt eine tolle Nacht, tolles Hotel, tolles Frühstück. Bin bei bestem Wetter losgefahren, hier auf die Vareita Maira Kammstraße. Und schon kurz nach dem Einstieg, nach ein paar Metern, war da eine Baustelle, also auf dem Weg hoch nach Bricco. Musste ich umdrehen, dann hat man mir gesagt, man könnte hier zum Santuario Valmala und war doch erstaunt, dass das eine best ausgebaute Straße ist. Und jetzt endlich bin ich auf der Kammstraße, auf dem unbefestigten Teil und bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Oh, ist das schön! Das ist ja geil. La Strada dei Canoni, wie sie auch genannt wird. Was für ein Panorama. Das ist ja atemberaubend. Ach, wie kann das Leben schön sein? Da fragen sich welche, wieso ich so ein Risiko eingehe. Das entschädigt halt einfach und man weiß es einfach nicht genau. Also das gibt da schon Videos, da könnte man die ganzen Strecken auf dem Video angucken, aber... Und das ist halt auch immer ein bisschen Abenteuer mit dabei, solche Straßen zu fahren. Aber es entschädigt ungemein, wenn das problemlos gelingt oder vielleicht auch Probleme gelöst werden. Eine unglaubliche Erfüllung. Das ist einfach super schön. Ciao, grazie. Wo in der Welt als auf solchen Pisten grüßen sich Motorradfahrer und Mountainbiker so freundlich. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Wenn man da auch nicht voll vorbeibrettert, Staub aufwirbelt, dann geht doch das wunderbar miteinander. Ich bin jetzt auf 1700 Meter Höhe und ich meinte, die geht jetzt dann noch ein bisschen weiter rauf. Diese Vareita Maira Kammstraße. Jetzt sind wir hier an einem Pass. Oh, das werde ich jetzt gleich sehen, wie der heißt. Da gibt es eine kleine Abfahrt anscheinend, die aber zuerst auch noch geschottert ist und ziemlich steil, wie ich gelesen habe. So, zum Colle di San Peire, 3 Stunden, aber das ist zu Fuß. Hier ist jetzt ziemlich sandig. Wenn das nass ist, nein, danke. So, die Schattenseite, die ist jetzt doch eher ein bisschen glitschiger und feucht und steiler und grober. Ein bisschen ausgewaschener, das erinnert mich an den TT gestern. Kein Kindergeburtstag mehr, aber bisher problemlos machbar. Oh, Sasa! Ja, da hatte ich jetzt ein bisschen Respekt vor rechts runter. Eieiei! Ich merke jetzt echt das Gepäck hinten drauf, das schwingt so richtig mit. Ich da ein bisschen ins Schlingern gerate, dann verstärkt sich das extrem. Ja, was vorhin ein Kinderspiel war, ist jetzt doch sicher eine 4 bei Denzel für mich. Was halt echt schwierig ist, ist, dass mit der Feuchtigkeit, da die Steine doch ziemlich glitschig sind mit dem Rasen. Ossa, hoppala, nehmen wir, okay. Einfach mal geschluckt. Geil, Margarita. So, jetzt geht's wieder, aber das erste Stück da war echt, naja. Ja, ich merke den Hüftspeck eindeutig. Oder auch die Gewichtsverteilung. Da muss man zusagen, dass irgendwie ist die Konstruktion
ein bisschen seltsam. Ich kriege da keinen vernünftigen Tankrucksack auf die V85 TT. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe im Moment nicht viel von der Landschaft außer diese Steine und Büsche hier. Bin doch sehr konzentriert, wo ich lang fahre. Dr. Traktor off the road. Yes. Die Kante rechts, das ist die, die mir vorhin beinahe zum Verhängnis wurde. Leicht rechts wäre das irgendwie ein bisschen glatter, aber da hast du keine Reserve. Wenn du mal ein bisschen rechts gerätst, ist mir da die Sicherheit, die Toleranz, die paar oder der Meter schon lieber. Wow, wow, wow. Ciao. Na typisch, in der Kehre. Shit. Okay, da habe ich was übersehen. Oi, oi, oi. Ja, jetzt ist ziemlich lose. Ich kann den Ausblick nicht genießen. Das ist doch neu geschottert. Ziemlich weich. Ah, weich mag ich nicht. Jetzt bitte keiner entgegenkommen zum Kreuzen. Ich muss sagen, ich bin in den Kräften. Ich muss unbedingt Pause machen. Da kommt einfach das ganze Teil ins Schwingen. So, Pause. Oh. Fuck. Oh. Ich kann nicht sagen, ich bin nass. Fuck. Oh. Mal ein bisschen Aussicht genießen. Durchschnaufen. Oh ja, super Beginn. Schade, bin ich so außer Atem. Ich mag diese wunderbare Aussicht kaum genießen. Das ist so traumhaft. Dr. Traktor auf der Reitermeier Kammstraße. Anstrengend, aber ein Traum. Schaut euch das an. Einfach geil. Was ich schon erstaunlich finde, hier gibt es Konvois von Offroadern 4x4. Wenn die kreuzen, ich weiß nicht, wie die das hier machen. Ich möchte nicht zugucken, ich möchte auch nicht drin sitzen. Ach Gott, jetzt wird es aber richtig arg nochmal. Oh, das gefällt mir nicht. Ich habe einfach ein bisschen Respekt da vorm Abgrund. Also auch die beiden auf der Bergseite, ne? Ah, das schön, schön, schön. So geil. Viermal Gegenverkehr. Ah, da gibt es Ecken, da hätte ich das echt nicht gebraucht. Hallo, danke.
So, Passo di San Paire. Benny sagte, ich müsste hier gerade vorbeifahren und wenn ich das angucke, ist das auch der Track des TET. Ich hoffe, ich komme dann da runter ins Tal. Ein bisschen weich hier und das mag ich nicht, wie man ja mittlerweile weiß, wenn man meine Videos guckt. Ja, da geht's runter. Da sehe ich doch eine Straße. Geil, hey. Ah, da freue ich mich doch drauf. Ich hoffe, das geht auch gut. Also diese Straße möchte ich nicht fahren, wenn es geregnet hat, so richtig. Das ist echt nur Schlamm dann. Was ist das hier? Ciao. Posso bajare aquí? No, No. no. It's a closed road. But here down you can No, cross. you can not go down with this big Yeah. guy. No. Mille grazie. Aha, mille Thank you grazie. very much. Ciao. Das ist doch der Kollege. Ach, ist das schön. Im Moment noch befestigt. Bin ich auf dem Weg hoch von Meira Tal über den Colle de Breit heißt der wohl. In Sturatal, also auf die Meira-Stura-Kammstraße. Das ist quasi die Fortsetzung von der Bareita Meira. Ich habe da ein paar Motorräder im Schlepptau. Und der eine ist Sebastian, den habe ich gestern auf dem Colle Finestre kennengelernt. Unten da im Breit, da war eine Schranke und eine Ampel. Und ich konnte es nicht verstehen, was da auf Italienisch geschrieben war, welche Fahrzeuge sie durchlassen und welche nicht. Es ist sicher so, dass 1. Juli bis September ist nur für gewiss oder an gewissen Tagen erlaubt. Ich habe mir das jetzt aber nicht angeschaut und weil die Ampel bei uns auf grün stand, habe ich mir jetzt da auch nicht den Kopf gemacht. Hey, ist das schön! Ist ja unglaublich, der Verkehr und die Fußgänger. Ich bin vor 4 oder 5 Jahren mal hier in der entgegengesetzten Richtung rüber. Da war ich alleine auf der ganzen Straße. Ei, ist diese Bergwelt schön. Es ist, war ein Traum. Was? Es ist so schön, aber die Leute, das ist ja unglaublich. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil du kannst ja nicht einfach fahren, musst du schon ein bisschen gucken. Ne? Haben wir jetzt auch. Ja, man muss das schon langsam machen, weil kann ja die Leute total einstauben. Ja, genau. Aber es ist heute früh drüben auf der wie ist das, Strada del Canone, da war es fast gar keiner. Ja. Aber da kann man schon weiter. Sie.
oder? Das ist nur von bis nachts gesperrt. Und Samstag. Samstag, Sonntag. Machen wir kurz 2 Fotos und dann Das ist schon traumhaft schön hier oben, ne? wirklich klasse. Okay. Ich fahre jetzt im zweiten Gang mit 23. Die macht das einfach mit dem geilen Drehmoment. Ich habe 1800 Drehungen im Moment. Ich liebe solche Motoren. Echt geil. Traktor halt. Ich bin hellauf begeistert. Das ist für mich eine der schönsten Gebirgsstrecken. Landschaftlich übertrifft es die Asieta. Ah, wie schön ist das denn? Das Murmeltier sehen. Ei, ist das ein Gaudi, ein Heidenspaß hier oben. Ach, macht das Freude. Ich beginne nicht zu singen, von wegen so ein Tag so schön. Das sind so unglaubliche Glücksmomente. Das ist so schön. Guck dir das an, ey. Es ist so eine traumhafte Bergwelt. Ich kann mich kaum erholen. Und diese Straße, dieses, wie sagt man dem, Tal, was sich so einen Pass hochzieht, 23 Kilometer, ein Traum. Ach, und jetzt geht es da nochmal Offroad. Da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Nicht, dass ich was dagegen gehabt hätte, ist ja schon wieder vorbei. Ich war bei diesem wunderbaren Hochtal oder Tal, das sich da hoch hinauszieht. Einfach ein Traum. Nach ein paar weiteren Kilometern auf Asphalt wurde die talwärts führende Spur noch einmal über ein paar unbefestigte Serpentinen geführt. Einfach wunderbar, wenn man freie Fahrt hat oder wie hier unaufgefordert vorbeigelassen wird. So soll es doch sein. Mit Basti verbrachte ich dann einen vergnüglichen Abend in der durchaus reizvollen Altstadt von Cuneo.
Guten Morgen aus Cuneo. Der große Platz, auch heute ist Markt. Eine schöne Nacht hier. Gutes Hotel in der Altstadt, Hotel Ligure. Jetzt geht's weiter Richtung Frankreich. Ich bin jetzt auf die alte Passstraße abgebogen zum Colle della Lombarda. Jetzt schaue ich mal, wie weit ich hier komme. Ich meinte, ich hätte gelesen, es wäre Fahrverbot. Da war jetzt aber kein Schild. Ja, jetzt gucken wir mal, wie immer. Kein guter Tag auf dem Motorrad ohne Offroad, wollte ich gerade sagen. Und hier. Oh, ich hoffe, das passiert nicht allzu oft, weil ich meinen Helm bekabelt habe und den immer ausziehen muss. Dr. Tractor off the road. Es scheint, ist er nicht oft befahren. Den ganzen Gras hier auf der Piste. Es sieht einfacher aus, als es ist. Ist alles ein bisschen lose oder dann Rasen, wobei der Rasen das geht. Was ich sehe, ist richtig hübsch, links und rechts. Aber wie gesagt, ich bin immer lieber vorsichtig bei doch nicht ganz anspruchslosen Pisten. Jetzt wieder zum Beispiel, oh, das war richtig lose. Tja, viele werden froh sein, dass da eine neue Straße gebaut wurde. Oh oh, jetzt wird es noch feucht. Ich würde dem jetzt doch auch eine 4 geben nach Denzel. Ich sag für alle, die immer fragen, ja, Vergleich zu Assietta, dann ist das schon noch mal 1 Grad härter. Ach, Zeit, um durchzuschnaufen. Das ist natürlich auch was zu zweit angenehmer ist, wenn man sich da teilen kann mit Räten aus und wieder einhängen. Wie gesagt, das sieht jetzt nicht sehr grob aus, aber ich würde das sogar jetzt ein bisschen schwieriger einschätzen als die Maira Stura. Oh, jetzt kommt es wieder richtig lose. Jetzt ein bisschen mühsam. So komme ich wenigstens zu Pausen. Ich sehe gerade, da oben ist, das wird diese sein. Da wird es hochgehen. Genau. So. Und dann da. Und irgendwann gibt es noch mal etwa 10 Kehren. Sehr eng. Gleich unter der Passhöhe. Ja, es ist jetzt schon eher arg Weideland und kaum mehr eine Piste. Naja, das ist schon richtig arg. Wow, wow, wow. Nein. Oh, mal wieder. Nee. Ist mir irgendwie zu arg. Das soll Sommelier groß sein, die Steine hier. Mir ist überhaupt nichts passiert. Mal wieder. Ist schon heftig. Sehr heftig. Ja, versuchen wir die Kiste mal
Jetzt fehlt mir der Hebel. Aber das ist ja richtig scheiße. Ich stehe in der Scheiße. Wenn ich schaue, OpenStreetMap sagt jetzt eigentlich da diese Kehren hoch. TomTom sagt da lang. Ja, da sind auch irgendwelche Verbauungen und so. Ich gucke jetzt mal, wie lange ich hier komme, weil das andere, das mag ich nicht machen. Das ist mir echt zu arg. Dann fahre ich dann lieber zurück und nehme die asphaltierte Straße. Irgendwie, ja, das mit den Kräften ist halt schon auch ein Thema. Ja, gehen wir mal da lang. Also hübsch ist es, ne? TomTom stimmt, dann bin ich in 2,5 Kilometer wieder auf der Passstraße. Kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. Mal gucken. Ich gucke mir das lieber zu Fuß kurz an. Das sieht mir alles sehr, sehr lose aus und alles ein bisschen die Frage der Kraft. Habe ich schon gestern einiges gelassen. Ja, viel weiter unten als der Pass her bin ich nicht. Da wären die Kehren. So, jetzt gucken, dass ich da möglichst schnell in Schwung komme. Drückt mir die Daumen, Leute. Ich weiß nicht, was ich habe. Das war jetzt die geringste Herausforderung heute hier. Aber na, lieber so als andersrum, dass ich da was unterschätze. Bin ich einfach gespannt, ob ich es hier bis zur Passhöhe schaffe. TomTom meint ja, OSM meint nein. Aha. Ich hätte 100 Meter weiter gehen sollen. Ach du Scheiße. Und das bedeutet was? Das war dumm. Ich habe mal irgendwo was gelesen von einem Bergsturz, aber naja, gehen wir das mal angucken. Ich versuche jetzt trotzdem dann nochmal zurück auf die Passstraße, die alte, also da unten mit den Kehren. Mache mal 1, 2 Kehren zum gucken, wie das aussieht. Sonst mache ich den ganzen weiten Weg. Weit ist er ja nicht, aber was waren das? 6-mal absteigen mit den Viehdrähten, Viehzäunen. Ein bisschen lästig. Das mag jetzt immer alles sehr vorsichtig ausschauen, aber naja, es kostet halt jedes Mal Kraft. 240 Kilo oder wie auch immer hochzustemmen. Also du stemmst ja nicht hoch, aber Kraft kostet es alleweil. Berg runter, also ein bisschen vorsichtiger sein, mit zu nahe ranfahren. Wenn du das Motorrad nicht hingestellt kriegst, kannst du ja nicht
zurücksetzen. Gucken, dass im Gang drin ist. Sieht mir einfach ein bisschen zu ausgewaschen aus da. Nee. Zurück und jetzt versuchen, diese Klippe hier zu umschiffen. Nicht, dass mir nochmal dasselbe passiert. Zu zweit, ja, aber alleine habe ich jetzt echt keinen Bock da. Oh nee, genau das wollte ich nicht. Ich wollte... Ah, dumm! Das war so doof. Genau das Prinzip da, wo du hinguckst, da fährst du hin. Dumm, dumm, dumm. Sau dumm. Da hilft mir jetzt echt nur rüber und dann mal gucken, was ich hier anstelle. Ich habe rechts keinen Stand, das ist nicht so toll. Scheiße! Nerv! Ah. Auf den Stein ausgerutscht und weg war ich. Ah. Ach, Mist, doof. Jo, das war jetzt doch irgendwie selten doof. Zweimal an derselben Stelle stürzen. Das heißt stürzen, ja, das erste Mal schon. Und zweiten Mal einfach mit dem Fuß weggerutscht. Doof. Einfach doof. Das Dumme ist, ich habe einfach, ja, das mit den Kräften. Dr. Traktor back on the road. Das hat mich jetzt 2 Stunden gekostet, die paar Kilometer. Eigentlich war ich ja beinahe oben. Da drüben bei der Hütte, ein bisschen weiter war ich. Ciao. Sì, è duro. È duro? Questa. A scendere? Hasta 20 curva? Sì? Sì, è passate sotto, Sì? però è molto duro. Qua è stretta, sì. Molto stretta. No, questa. La pista? Sì, sì, sì. Ah, no, 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 la strada. Con questa no, no, non posso. No, andiamo per la No, la strada, tutto bene. Sì. Ja, da oben, das sah jetzt nicht so, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu früh aufgegeben. Ich bin nun von Isona Richtung Nizza runtergefahren, auf der Hauptstraße da.
jetzt rechts abgebogen in eine kleine Straße. Das gehört nun wieder zum TED Frankreich, ist aber wohl alles befestigt. Verrückt, was die Franzosen hier gebaut haben, um die Dörfer hier oben zu erreichen. Dies ist das Talstück vom TED, welches von Olivetta, das ist an der Grenze zu Italien, bei der Ligurischen, welches von da Richtung Aurillac, also ins Zentrum führt. Von da wird dann irgendwann das Talstück abzweigen Richtung Norden, welches sich dann morgen Richtung Briançon und Bardonecchia macht. Schraubt sich richtig schön in die Höhe, diese Straße. Ah, das gefällt mir unheimlich, da zwischen Felsen hoch zu klettern. Ja, wirklich groß ist dieser Ort nicht. Doch ein bisschen größer der Ort. Versteckt sich aber richtig, ne? Ja, was bin ich jetzt? Wahrscheinlich etwa 1100 Meter, 1200 geklettert, so ganz kurz. Das ist schon richtig wild, wie es hier runter geht. Immer wieder rechte Gesteinsbrocken auf der Straße. Bisher ein Motorradfahrer gesehen und ein Wohnmobil eben überholt. Es ist schon sehr, sehr hübsch. Schon sehr eng. Also der mit seinem Wohnmobil, das war ziemlich ein langes Teil. Ich bin kein Geologe, aber das sieht schon sehr spannend aus. Diese Gesteinsschichten. Ein schöner Pass. Krass, die Farben hier der Gesteine, wow! Die stand eben geschrieben, Route de Bréa, sagt mir jetzt so nichts. Bin fasziniert. Faszinierend, sagte schon Kojak. Ich habe das Gefühl, die Straße wurde eben saniert. Schade, hätte mich im ursprünglichen Zustand gereizt. Ich habe hier gerade eben was Spannendes entdeckt. Sehr, sehr speziell.
Dieses Felstor musste einmal gefahren sein. Yes! Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid. Dann geht es auf dem TED Frankreich Richtung Norden und schließlich wieder hinüber zum TED Italien und den Colle Colombardo. Scheiße! Madre! Ah!